Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir haben ja sehr viele Anfragen zu diesem Thema bekommen, dass halt eben die Adresse nicht gültig ist beim Crest Airdrop über die Seite crestfoundation.io. Und wir wollen heute mal mit euch so ein bisschen Troubleshoot machen. Also ich kann euch nicht versprechen, dass das hinterher funktioniert, nur es gibt einige Rahmenbedingungen, die ihr abklappern müsst, damit das Ganze auch funktioniert, damit ihr halt eben auch den Airdrop abrufen könnt. Ja, für alle, die das noch nicht kennen, Crest ist quasi ein Projekt, was halt eben mit kleinen Nodes, also kleinen Programmen auf eurem PC, das Internet mit Daten durchsucht sozusagen, um damit eine künstliche Intelligenz zu füttern. Ich drücke es einfach mal so salopp aus und ihr bekommt halt eben dementsprechend eine Vergütung, indem ihr eure Internetbandbreite zur Verfügung stellt. So sieht letztendlich das Ganze aus. Das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Das heißt, wer halt eben mitmacht, kriegt halt eine Belohnung hier, einen Crest Token. Man braucht dazu einen PC, der die ganze Zeit läuft. Es gibt auch Hotspot-Möglichkeiten zur Installation. Und so funktioniert letztendlich das Ganze. Ja, wir stürzen uns nochmal zurück auf die Thematik. Und zwar, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, viele Anfragen dazu, auch wenn ich jetzt mal im Discord mich belese, was da los ist. Jede zweite Frage führt genau darauf hin, was halt eben hier steht. Und ihr seht es hier, mich betrifft es nicht, aber nur erstmal um Kleinigkeiten auszumerzen sozusagen. Das bedeutet, ihr seht hier, ähm, die Adresse ist halt eben nicht freigeschaltet zu sagen, beziehungsweise ist nicht gültig. Wichtig, Punkt eins: die Abrufadresse, also ihr seht, die Abrufadresse hier muss die gleiche sein, die bei euch im Dashboard hinterlegt ist, ansonsten geht es nicht, ne? Das bedeutet, wenn ihr in euer Dashboard reingeht und ihr geht zum Beispiel auf Rewards, dann seht ihr zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz gucken, hier, ihr seht halt eben, eure E-Mail-Adresse muss verifiziert sein, eure Wallet muss verifiziert sein und eure Wallet muss auch per E-Mail confirmed sein. Das bedeutet, wenn hier überall das grüne Häkchen drin ist, dann funktioniert das auch. Und wenn ihr jetzt hier oben auf euren Benutzer draufklickt, jetzt wird meine Wallet angezeigt und ihr seht hier, meine Wallet beginnt mit 7DX Schlag mich tot und ich versuche jetzt gerade das Ganze über die Wallet N6K Schlag mich tot aufzurufen. Das heißt, das funktioniert ganz einfach nicht. Ne? Seht ihr hier, also hier ist eure offizielle Wallet hinterlegt, mit der ihr auch das abgreifen müsst. Aber wichtig ist, die E-Mail-Adresse muss verifiziert sein, eure Wallet muss verifiziert sein und die E-Mail dazu muss auch noch bestätigt sein. Ihr seht das hier, das ist alles dann grün, dann funktioniert das auch. Und wie gesagt, seht ihr hier, Wallet ist hier drin. Und ihr seht auch hier, der Username kann nicht geändert werden, E-Mail-Adresse, weil das ein verifizierter Account ist. Das heißt, ist euer Account nicht verifiziert, funktioniert es bei euch definitiv nicht, dann kriegt ihr dementsprechend die Fehlermeldung. Ja, jetzt um das Problem jetzt bei mir zum Beispiel zu lösen, liegt ganz einfach daran, vielleicht hat der eine oder andere von euch auch das Problem. Und zwar, ich habe bei mir mehrere Konten in Phantom hinterlegt. Und dadurch macht halt eben automatisch Crest Foundation die Seite auf mit der ersten Möglichkeit, die in Phantom angeboten wird. Und wenn ich jetzt hier auf meine Helium Wallet umswitche, wo ich alles drauf habe, dann dauert es einen kleinen Moment. Seht ihr hier, prüft jetzt gerade. Das können wir mal gucken, beziehungsweise wir aktualisieren einfach nochmal die Seite. Also ihr seht hier, ich habe jetzt quasi die Wallet geändert. Aktualisiere ganz einfach mal. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. So, checking, checking, checking. Das ging auch schon mal definitiv schneller. Genau, seht ihr jetzt hier, hat einen kleinen Moment gedauert und zack, habe ich quasi die Möglichkeit, beziehungsweise hier die Wallet ist jetzt gültig. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu claimen, zu staken, etc. Das heißt, ich habe ja quasi meinen Airdrop schon abgerufen und ihr seht hier, es funktioniert. Also nochmal ganz wichtig, diese Wallet muss mit der Wallet bei euch im Dashboard übereinstimmen. Also ihr seht hier 7DX Schlag mich tot mit 7DX Schlag mich tot. Ansonsten, ich kann es euch auch nochmal zeigen. Wir switchen nochmal zum Test auf eine andere Wallet um. Seht ihr hier, kommt diese Fehlermeldung. Manchmal ist es so, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch dementsprechend das so eingestellt. Von daher ist es halt eben wichtig, dass ihr diesen Punkt letztendlich beachtet. Ja, wenn das alles stimmt, müssen wir erstmal definitiv alle Rahmenbedingungen abgehen, was das Projekt angeht. Das bedeutet, ich zeige es euch mal. Ich mache mal einen Hintergrund anders. Genau, zack. Also, wichtig, die Wallet muss vor dem 14.10. verbunden gewesen sein. Das bedeutet in eurem Dashboard, also hier,
muss die Wallet vor dem 14.10. hinterlegt gewesen sein. Das heißt, hier drin, ihr hattet die Möglichkeit, das hier einzustellen. Das heißt, es musste hier eingestellt werden. Macht ihr das nicht, habt ihr das nicht gemacht, nach dem 14.10., 15.10., 16.10. oder irgendwas in der Richtung, habt ihr keinen Anspruch auf den Airdrop, erstmal zumindest nicht. Ja, das heißt, das kommt dementsprechend noch. Guck noch mal hier rüber. Sieht ein bisschen besser aus. Account und Wallet muss verifiziert sein. Also, der erste wichtige Punkt, Wallet muss vor dem 14.10. verbunden gewesen sein. Ansonsten habt ihr schon mal die Arschkarte auf gut Deutsch gesagt. Account und Wallet muss verifiziert sein. Das hatte ich euch eben hier schon gezeigt. Das heißt, ihr seht, hier ist alles im grünen Bereich, sieht gut aus. Und ihr seht auch hier nochmal dementsprechend, dass alles in Ordnung ist. Verified, das heißt, der Account ist verifiziert. Also alles gut sozusagen. Das sind die Grundvoraussetzungen, damit es funktioniert. Wichtiger ist eigentlich, ihr braucht mindestens 500 Punkte pro Epoche, damit das Ganze funktioniert. Und zwar seht ihr quasi hier bei den Rewards, ihr seht quasi die Epoche. Und wir sind ja Stage 1, wo die meisten von euch ja den Airdrop dementsprechend haben wollen, beziehungsweise abrufen möchten. Ich muss mal ganz kurz gucken, das ist alles sehr träge heute so ein bisschen. Ich aktualisiere nochmal in die Epoche rein. Ja, das ist wieder dieser typische Vorführeffekt, wenn ich euch hier was zeigen will. Dauert es natürlich einen kleinen Moment. Ganzen Tag hat die Seite nicht gehangen und jetzt, wo ich so Rewards. Ja, ich halte ganz kurz an, wenn die Seite wieder da ist, mache ich weiter. Ja, das hat jetzt ein paar Sekunden gedauert, aber wir sind wieder am Start. Also wir sind jetzt zurück in Stage 1. Das heißt, ihr seht halt die ganzen Epochen. Lasst euch bitte mal nicht davon verleiten, dass hier ein paar Millionen Punkte bei mir rumstehen. Das sind halt eben die Referral-Vergütung, die ich hier dafür bekomme. Vielen lieben Dank auch nochmal an alle Leute, die quasi mit unserem Code sich angemeldet haben, uns dadurch unterstützen und auch das Netzwerk unterstützen. Ja, jede Epoche. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Epoche 3 eingestiegen seid, dann solltet ihr ab mindestens Epoche 4 pro Epoche 500 Punkte mitnehmen, also keine 1,98 Millionen, sondern ihr braucht da mindestens 500 Punkte, damit ihr für den Airdrop quasi qualifiziert seid. Ist das bei euch nicht der Fall, sieht das Ganze bei euch so aus. Das heißt, ihr habt euch dann quasi nicht qualifiziert. Wie gesagt, wichtig, 500 Punkte pro Epoche müssen gekommen sein, ansonsten funktioniert es nicht. Wenn jetzt jemand gedacht hat, ich melde mich jetzt hier an, mache mir einen Account und warte ab, was passiert, ohne mir irgendeine Node oder irgendwas laufen zu lassen oder irgendwas, ihr seht ja, hier habt ihr die Möglichkeit, die Desktop-Node laufen zu lassen, Browser-Extension oder halt eben die Community-Node. Der jetzt der Meinung ist, nur sich anzumelden reicht. Nein, es muss laufen. Das heißt, 500 Punkte pro Epoche müssen mitgenommen werden. Das heißt, nicht bei allen Epochen, aber desto mehr Epochen ihr mit 500 Punkten abschließt, desto höher lässt letztendlich auch euer Airdrop. Das ist halt eben wichtig. Ne? Ist es bei euch nicht der Fall, seid ihr definitiv nicht berechtigt, den Airdrop abzurufen. Letzte Information dazu noch. Das heißt, für alle, die jetzt quasi nach dem 14.10. sich angemeldet haben, beziehungsweise da die Wallet hinterlegt haben, es wird dazu ein zweites Claiming-Fenster geben. Das bedeutet, dass alle nach dem 14.10., die zum Beispiel am 15., 16., 20.10. halt eben zwar in der ersten Stage mit dabei gewesen sind, aber erst danach ihre Wallet hinterlegt haben, haben jetzt aktuell erstmal Pech. Das ist leider so. Es wird ein zweites Fenster geben zum Abruf von Airdrop. Wann das soweit sein wird, wissen wir noch nicht, wird halt definitiv im Discord bekannt gegeben. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu der Sache, wo ihr sagt, naja, du, pass auf, bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich habe mindestens 500 Punkte in jeder Epoche mitgemacht. Meine Wallet ist verbunden, mir ist alles verifiziert und hier ist dementsprechend alles grün verifiziert, alles in Ordnung, nur ich kriege trotzdem immer noch diese Meldung. Dann bleibt euch der letzte Weg, ein Ticket zu eröffnen. Und das funktioniert eigentlich auch, naja, ich sag mal gar nicht mal so schlecht in Anführungsstrichen. Ihr geht einfach mal auf euer Dashboard, geht hier auf Dashboard, ihr aktualisiert dann bitte nochmal, ist ein wichtiger Schritt, das Ganze durchzuführen. Es hängt wieder ein bisschen. Mal gucken, ob es funktioniert. Das ist immer so ein typischer Vorführeffekt, wenn ich ein Video mache, dass die Seiten da tendenziell hängen. Ich versuche es aber trotzdem mal. Ihr seht hier unten dieses grüne Sprechblasending sozusagen. Wenn ihr hier draufklickt, hier habt ihr die Möglichkeit, euer Problem quasi zu erklären, wie zum Beispiel Airdrop, sage ich jetzt mal. Ihr werdet halt eben sofort auch mit einem
mit dem Bot verbunden. Ihr seht zum Beispiel, I linked a verified mein Account before Oktober 2024, danach. Das heißt, ihr werdet erstmal durch einen Bot durchgeführt und hier wird halt eben herausgestellt, seid ihr halt eben verifiziert oder nicht und was passiert als nächstes. Das System eröffnet euch auch dementsprechend ein Ticket. Ja, das bedeutet, kann ich das schließen? Schließen, hallo? Ja, genau. Hier mit dem System wird halt eben im Nachgang auch geguckt, seid ihr verifiziert, woran nichts, das heißt, wieso bekommt ihr keine Punkte etc. Das heißt, geht einfach mal hier das Ding dementsprechend durch. Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir eigentlich mal gucken, wenn ihr nach dem 14. Oktober so, if you link, no, nicht so schnell. If you after here, no, able to claim. Wenn Stage 2 beginnt mit ja. Ah, okay. Das heißt, ihr seht hier, wenn ihr zum Beispiel nach dem 14. Oktober quasi eure Wallet hinterlegt habt, habt ihr die Möglichkeit, still able to claim your allocation when Stage 2 beginnt in Mitte Januar. Das heißt, Mitte Januar habt ihr dann auch die Möglichkeit, da dementsprechend das abzurufen. Also ihr seht hier, wenn ihr Probleme habt, ihr könnt diesen Crash Support nutzen und hier wird halt eben auch dementsprechend alles erklärt und auch hier Wallet Connection Issues habt ihr bestimmt auch. Das wird halt eben das Problem bei euch sein. So, I didn't connect before deadline. Okay, hier wird halt eben auch nochmal erklärt, beziehungsweise angezeigt, ob ihr schon mal damit verbunden wart oder dementsprechend nicht. Also geht es hier dementsprechend durch, nutzt diesen Chatbot erstmal, wenn alles richtig ist, beziehungsweise ihr alles richtig gemacht habt und Crash ist hier dementsprechend falsch, wird ein Ticket eröffnet, die kümmern sich drum. Das kann aber natürlich auch dementsprechend eine ganz schöne Weile dauern. Ja, das heißt, momentan Hunderte haben das Problem, wenn nicht sogar Tausende. Da gebt dem ein bisschen Zeit. Das wird schon irgendwie. Ja, ich hoffe, ich konnte mir in dem Video euch mindestens ein bisschen helfen. Ich weiß, dass es nicht für alle zufriedenstellend sein wird. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like da oder idealerweise ein Abo. Ansonsten soll es von mir gewesen sein. Wer uns unterstützen will, Link zu GetGrass findet ihr in der Beschreibung nochmal drin, falls ihr mitmachen wollt, was das Projekt angeht. Ansonsten war es das von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.